dich mit 3 Begriffen selbst beschreiben müsstest, welche wären das? Jetzt so ganz spontan auf dich zugefragt. Fällt dir da was ein? Ja, also das, was du schon gesagt hast, Na, Disziplin, also ganz bestimmt. Jetzt, vor allen Dingen im Alter, ich bin dankbar. Ich bin wirklich dankbar für alles, was mir gekommen ist oder was noch kommt. Also ich bin dankbar dem Leben gegenüber. Ich bin kommunikativ, aber verschwiegen. Ja, das klingt jetzt vielleicht so komisch. Also meine Tochter sagt immer, Mami, mit wem du alles sprichst, sage ich, ja, das tue ich gerne. Ich spreche gerne Leute, wenn man so irgendwo ist, spricht man an. Und man merkt, dass die Menschen manchmal dankbar sind, dass man mit ihnen redet. Also deswegen mache ich auch mehrere Male im Monat, gehe ich Krankenhausbesuche machen. Das ist am Anfang immer schwierig, bevor man in ein Krankenzimmer reingeht. Und wenn ich dann sage, woher ich komme und warum ich da bin, dann sagen die Frauen, na, wir wollen jetzt die Kochschau sehen und so. Ja. Und dann nach dem zweiten Zimmer, wenn das der Fall war, dann sage ich immer zu mir, nein, jetzt lasse ich mich nicht mehr wegschicken. Sage ich, na und, gefalle ich Ihnen nicht, sage ich dann. Und dann fangen sie an zu lachen und so. Und dann ist es so, dass ich nach einer Dreiviertelstunde sagen muss, ich muss leider weiter, ich habe noch etliche andere Zimmer. Also die Menschen sind gerne dann bereit zu sprechen. Also ich habe das gestern gerade erzählt, auch einmal kam ich in ein Zimmer, wo 2 Herren waren, der eine hat geschlafen und der andere hat Kreuzworträtsel gelöst. Und da habe ich gedacht, nein, ich lasse mich nicht wegschicken. Nein. Und da hat er gesagt, nein, ich mache mal Kreuzworträtsel. Habe ich gesagt, da müssen Sie aber ein gutes Gedächtnis haben. Ja, hat er gesagt, das habe ich. Und da habe ich gesagt, können Sie sich an die Stimme Ihrer Mutter erinnern? Da hat er mich angeschaut, hat gesagt, das ist eine gute Frage. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, nicht? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und da hat er dann die ganze Verwandtschaft wurde aufgezählt, wie die Stimme klingt und so. Ja, also dann kann ich nach einer Zeit wieder rausgehen. Aber dann bist du Fixi-foxy. Ja, super. Ja. Ja, so nach 3 Stunden ist man dann schon fixi-foxy, nicht? Weil man muss ja, und meine gescheite Tochter, muss ich leider noch einmal erwähnen, die hat gesagt, Mami, mach das, aber vergiss nie, wenn du rausgehst, dass du dich bedankst und freundlich rausgehst. Und das tue ich immer. Und wenn ich sage, ich danke Ihnen, dass Sie mit mir gesprochen haben, dann sagen die, ja, aber Sie haben ja mit uns gesprochen. Habe ich gesagt, ja, aber das ist es eben. Der Connect zwischen... Und das sind ja oft sehr, also schwerkranke Menschen, die auch am Ende ihres Lebens angekommen sind, nicht? Ja, natürlich. Also ich hab wirklich berührende Momente und möchte das nicht missen. Auch da Dank, dass du das machen darfst, machen willst, ja, natürlich. machen kannst. Also das war mir ich wollte noch irgendetwas machen, außer blöd in die Luft schauen oder irgendwas. Naja, nun Gott, ich meine, du liest ja nun so viel. Ja, also ich meine, das ist ja schon aber eine Vollbeschäftigung bei dir. Oder mit dem Hund spazieren gehen oder Leute ansprechen, ja, natürlich. Aber ich wollte noch etwas machen, wo ich mir denke, ja, da kann man noch helfen. Nicht? Also es wird ja viel gemacht. Die meisten tun das mit Geld abdecken und da habe ich gedacht, nein, das ist mir nicht wert.